Hallo an alle, ich bin Peter und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bevor ich beginne, wenn ihr gerade Deutsch lernt und diese Geschichten hilfreich für euch sind, dann würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. So verpasst ihr keine neue Episode und es kostet euch nichts. Heute erzähle ich euch von einem Erlebnis, das mich ehrlich gesagt sehr nervös gemacht hat. Es war mein allererster Arztbesuch in Deutschland. Für viele Menschen, die schon lange dort leben, klingt das vielleicht ganz alltäglich. Aber für jemanden, der die Sprache noch lernt und das Gesundheitssystem nicht kennt, glaubt mir, ist das eine ganz besondere Erfahrung. Manchmal sogar eine kleine Prüfung. Ich war damals noch nicht lange in Deutschland, vielleicht 4 oder 5 Monate. Mein Deutsch war, sagen wir mal, ausreichend für einfache Gespräche. Ich konnte einkaufen gehen, mich vorstellen, nach dem Weg fragen. Aber ein Gespräch mit einem Arzt, das war eine ganz andere Ebene. Und dann passierte es. Ich wurde krank. Es begann an einem Dienstagmorgen ganz harmlos, ein leichtes Kratzen im Hals. Ich dachte, das ist nichts, das geht vorbei. Aber am Mittwoch war der Hals schlimmer. Am Donnerstag hatte ich Kopfschmerzen und Fieber. Am Freitagmorgen lag ich im Bett und wusste, heute muss ich zum Arzt. Mein Nachbar, Klaus, war ein älterer, sehr ruhiger Mann. Er kannte Deutschland gut und hatte mir schon beim Einzug geholfen. Als er mich am Freitagmorgen zufällig im Flur sah und bemerkte, wie blass ich war, sagte er sofort: »Peter, du siehst nicht gut aus, du musst zum Arzt.« Ich nickte schwach. Er erklärte mir, was ich brauchte. Einen Hausarzt, also einen Allgemeinmediziner, der mein erster Ansprechpartner bei Krankheit ist. Er empfahl mir eine Praxis in der Nähe, die er selbst schon seit Jahren besuchte. Jetzt kam die erste Herausforderung. Ich musste anrufen und einen Termin vereinbaren. Ich setzte mich ans Telefon, atmete tief durch und wählte die Nummer. Die Sprechstundenhilfe meldete sich sofort. »Praxis Dr. Bergmann, guten Tag.« Ich antwortete: »Guten Tag, mein Name ist Peter Navarro. Ich möchte gerne einen Termin. Ich bin krank.« Sie fragte mich nach meinen Symptomen. Ich sagte, ich habe Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Fieber. Sie fragte auch nach meiner Krankenversicherungskarte und ob ich schon früher in der Praxis war. Ich war noch nie dort gewesen. Das Gespräch dauerte vielleicht 4 Minuten. Aber als ich auflegte, war ich wirklich erschöpft. Nicht nur von der Krankheit, sondern auch von der Konzentration. Auf Deutsch zu telefonieren ist schwerer als auf Deutsch zu sprechen, weil man die Person nicht sieht. Man kann keine Mimik lesen, keine Gesten beobachten. Man hört nur Worte, manchmal schnell, manchmal mit einem Dialekt. Aber ich hatte es geschafft. Ich hatte einen Termin für den nächsten Morgen um 9 Uhr. Am Samstagmorgen bereitete ich mich wie für eine wichtige Prüfung vor. Ich legte alle Dokumente raus. Meinen Personalausweis, meine Gesundheitskarte, das ist die Krankenversicherungskarte, die jede versicherte Person in Deutschland hat. Und ich nahm auch meinen kleinen Notizblock mit. Auf dem Block hatte ich am Vorabend wichtige Wörter aufgeschrieben. Ich wollte sicherstellen, dass ich im Gespräch mit dem Arzt keine wichtigen Begriffe vergesse. Ich schrieb auf: die Halsschmerzen, der Kopfschmerz, das Fieber, die Müdigkeit, der Husten, die Schwäche. Seit wann? Wie schlimm? Was hilft? Kleine Wörter, kleine Sätze. Aber in dem Moment, wenn man nervös ist und sich nicht gut fühlt, können genau diese kleinen Wörter plötzlich verschwinden. Apropos Wörter. Genau solche Alltagsausdrücke aus dem Bereich Gesundheit, die man in echten Situationen wirklich braucht, findet man in meiner App Camilo Fox. Ich habe sie entwickelt, weil ich selbst erlebt habe, wie wichtig es ist, Vokabeln in einem echten Kontext zu lernen. Jedes Wort kommt dort mit einem Beispielsatz und einem eigenen Bild. Das hilft, die Wörter wirklich zu behalten, nicht nur kurz auswendig zu lernen. Für das Thema Gesundheit und Arztbesuch gibt es dort zum Beispiel Wörter wie das Rezept, die Beschwerden, die Apotheke oder die Krankenversicherung. Und man hört sie auch in Sätzen, so wie im echten Gespräch. Wenn du nach dieser Geschichte weiter üben möchtest, habe ich die Links für iOS und Android in die Beschreibung gelegt. Aber zurück zu meinem Samstagmorgen. Ich machte mich auf den Weg zur Praxis.
Es war ein grauer, kühler Morgen, typisch für Deutschland im Herbst. Ich hatte meinen Schal um den Hals gewickelt und meinen Notizblock fest in der Hand. Als ich die Praxis betrat, war es warm und ruhig. Die Rezeption war modern und ordentlich. Eine freundliche Frau begrüßte mich mit einem Lächeln. »Guten Morgen, haben Sie einen Termin?« Ich nickte und nannte meinen Namen. Sie bat mich, die Gesundheitskarte kurz einzustecken. Es gibt dafür ein kleines Kartenlesegerät und mir dann ein Formular auszufüllen. Das Formular war einfach. Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, ob ich Allergien habe, ob ich regelmäßig Medikamente nehme. Ich kannte diese Fragen aus meiner Heimat. Ich füllte alles sorgfältig aus und gab das Formular zurück. Dann setzte ich mich ins Wartezimmer. Das Wartezimmer war hell und ruhig. Leise Musik lief im Hintergrund. Es saßen noch zwei ältere Damen dort und ein junger Mann mit einem Kind auf dem Schoß. Niemand sprach. Alle schauten entweder auf ihr Telefon oder warteten einfach ruhig. Ich öffnete meinen Notizblock und wiederholte die Wörter still im Kopf. Ich überlegte auch, wie sage ich eigentlich, der Schmerz ist in den letzten 2 Tagen schlimmer geworden? Oder, nachts habe ich sehr geschwitzt. Solche Sätze kommen nicht automatisch. Man muss sie sich vorher überlegen. Oder man hat sie schon so oft geübt, dass sie fließend kommen. Nach etwa 20 Minuten rief eine Arzthelferin meinen Namen auf. Ich folgte ihr in ein kleines Untersuchungszimmer. Sie bat mich, Platz zu nehmen und fragte freundlich, »Wie geht es Ihnen heute?« Ich sagte, »Nicht so gut leider. Ich habe Halsschmerzen und Fieber.« Sie maß meinen Blutdruck und meine Körpertemperatur. Mein Fieber lag bei 38,3 Grad. »Der Doktor kommt gleich«, sagte sie ruhig und verließ den Raum. Ich saß allein im Zimmer und schaute mich um. An der Wand hingen Poster mit Informationen über gesunde Ernährung und Impfungen. Auf dem Schreibtisch stand ein Computer. Es roch sauber und leicht nach Desinfektionsmittel. Diesen Geruch kenne ich aus Arztpraxen überall auf der Welt. Dann öffnete sich die Tür und Dr. Bergmann kam herein. Er war ein Mann mittleren Alters, ruhig und freundlich. Er schaute mich an, reichte mir kurz die Hand und sagte, »Guten Morgen, ich bin Dr. Bergmann. Was kann ich heute für Sie tun?« Ich atmete kurz durch und begann. »Ich habe seit Donnerstag Halsschmerzen und Kopfschmerzen, seit gestern auch Fieber. Ich fühle mich sehr schwach und müde.« Er hörte aufmerksam zu und machte sich Notizen. Dann stellte er weitere Fragen. »Haben Sie Husten?« »Ein bisschen, ja.« »Schnupfen?« »Nein, keinen Schnupfen.« »Haben Sie Schmerzen beim Schlucken?« »Ja, sehr starke Schmerzen beim Schlucken.« »Schlafen Sie schlecht?« »Ja, nachts schwitze ich viel und wache mehrmals auf.« Er bat mich, den Mund zu öffnen und sagte, »Ah?« Er schaute mit einer kleinen Lampe in meinen Hals und untersuchte dann die Lymphknoten an meinem Hals mit den Fingerspitzen. »Die sind ein bisschen geschwollen«, sagte er ruhig, »aber ich sehe keine starken Anzeichen für eine bakterielle Infektion. Das sieht eher wie ein Virus aus.« Er erklärte mir dann sehr geduldig und klar, was das bedeutet. Eine Virusinfektion, zum Beispiel ein grippaler Infekt, reagiert nicht auf Antibiotika. Der Körper braucht Ruhe, Flüssigkeit und Zeit. Er empfahl mir, viel schlafen, viel warme Flüssigkeit trinken, Kräutertee, warme Brühe und ein frei erhältliches Schmerzmittel gegen das Fieber und die Halsschmerzen. Er schrieb mir ein Rezept. »Damit gehen Sie in die Apotheke. Die Apothekerin erklärt Ihnen alles.« Dann sagte er noch, »Wenn es in 3 Tagen nicht besser ist oder wenn das Fieber über 39,5 Grad steigt, kommen Sie bitte wieder.« Ich fragte, »Darf ich so lange nicht zur Arbeit?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Sie brauchen Ruhe.« Dann schrieb er mir eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das ist das offizielle Dokument, das man dem Arbeitgeber geben muss, wenn man krank ist. In Deutschland nennt man es umgangssprachlich den gelben Schein, weil dieses Dokument früher auf gelbem Papier gedruckt wurde. Heute ist es manchmal weiß, aber der Name ist geblieben. An der Rezeption fragte ich, was ich bezahlen muss. Die freundliche Frau schaute kurz auf den Bildschirm und sagte, »Nichts, Ihre Versicherung übernimmt alles.«
Das überraschte mich sehr angenehm. Ich hatte extra Geld mitgenommen, aus Vorsicht. Aber in Deutschland ist die Grundversorgung beim Hausarzt für gesetzlich Versicherte kostenlos. Ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Ländern. Dann ging ich in die Apotheke, die nur wenige Schritte entfernt war. In Deutschland sind Apotheken sehr gut ausgestattet und die Apotheker sehr kompetent. Sie dürfen keine Rezepte ausstellen, das macht nur der Arzt, aber sie beraten sehr ausführlich. Die Apothekerin nahm mein Rezept, sah es kurz an und holte die Medikamente. Dann erklärte sie mir: dreimal täglich eine Tablette nach dem Essen und bitte nicht auf nüchternen Magen. Ich fragte noch: kann ich das auch mit Tee nehmen? Sie lächelte: ja, natürlich, kein Alkohol dabei, aber Tee ist kein Problem. Ich bedankte mich und verließ die Apotheke mit meiner kleinen Tüte. Auf dem Weg nach Hause war es noch immer grau und kühl draußen. Aber ich merkte, dass ich etwas leichter lief als auf dem Hinweg. Nicht wegen der Medikamente, die hatte ich noch nicht genommen, sondern weil ich das Gefühl hatte, etwas geschafft zu haben. Ich hatte auf Deutsch telefoniert. Ich hatte meine Symptome erklärt. Ich hatte einen Arzt verstanden, der mir geduldig alles erklärt hatte. Ich hatte in der Apotheke nachgefragt. Und ich hatte jetzt alles, was ich brauchte. Zu Hause machte ich mir einen großen Krug Kamillentee, legte mich auf das Sofa und deckte mich zu. Ich dachte an den Moment im Wartezimmer, als ich nervös auf meinen Notizblock geschaut hatte. Und ich dachte daran, wie wichtig es manchmal ist, einfach anzufangen. Auch wenn man nicht alles perfekt kann. Denn darum geht es beim Sprachlernen nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, mutig genug zu sein, es zu versuchen. Und dann noch einmal zu versuchen. Und noch einmal. Habt ihr auch schon einmal eine Situation erlebt, in der ihr in einer fremden Sprache kommunizieren musstet? Vielleicht beim Arzt, in einer Behörde oder in einem Notfall? Wie war das für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese alles und freue mich über jeden Bericht. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und zeigt mir, welche Themen euch interessieren. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, jetzt wäre ein guter Moment dafür. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt neugierig und ich freue mich schon sehr auf die nächste Geschichte mit euch. Tschüss und bis bald.